United States. Ich werde über den Krieg, der in den USA stattfindet, reden. To give you a picture that you're not getting in your media, damit ihr einen Eindruck kriegt, den ihr von euren Medien nicht bekommt. but also the implications of this fight in the United States for Europe. Aber auch wird es darum gehen, was dieser Kampf in den USA für Auswirkungen auf Europa hat. Because the same process in the United States is happening in Europe. Der gleiche Prozess, der jetzt in den USA stattfindet, der läuft auch in Europa. It's a rebellion against the existing establishment. Es ist eine Rebellion gegen das derzeitige Establishment. And like in the case in all rebellions, the message of the rebels is not always clear. Und wie bei allen Revolutionen ist die Botschaft der Rebellen nicht immer eindeutig und klar. What is clear is that people don't like the direction of policy in the transatlantic governments. Was jedoch deutlich wird, ist, dass den Leuten die Richtung, die diese transatlantischen Regierungen, die da in diesem transatlantischen Pakt zusammenarbeiten, die Richtung, in die die gehen wollen, das passt den Leuten nicht. And what my organization has been doing for almost a half a century is trying to provide a programmatic alternative to the standard policies of business as usual. Und schon ein halbes Jahrhundert lang bemüht sich die Larouche-Bewegung und das Schiller-Institut darum, eine neue Politik zu formulieren, wie man in die Zukunft weitergehen kann. So let me start with something that just happened this morning. Also fangen wir damit an, was eben heute früh geschehen ist. A friend of the Larouche movement, who is a longtime friend and collaborator of Donald Trump, ein Freund der Larouche-Bewegung, also von Ihnen, ist gleichzeitig ein langjähriger Freund von Donald Trump. Was arrested at dawn this morning by FBI agents with guns and armor, military armor. Dieser Mann wurde heute früh verhaftet von einer Polizeitruppe, die mit schweren Waffen ankam und mit der entsprechenden Ausrüstung für Demonstrationen und so weiter. His name is Roger Stone. Er heißt Roger Stone, für diejenigen, die seinen Namen schon gehört haben. He's a friend of Trump for 40 years. Und Trump und er sind seit 40 Jahren Freunde. And he was the architect of Trump's successful presidential campaign. Und er ist der Architekt der Präsidentschaftskampagne von Donald Trump, die er dann ja auch gewonnen hat. And the special counsel, Robert Mueller, has been after him from the beginning. Und Sonderermittler Robert Mueller hat eigentlich schon seit langem ein Auge auf diesen Mann geworfen und wollte ihn verhaften. Und jetzt ist es geschehen. He was trying to prove that Roger Stone was friends with Putin and Julian Assange. Robert Mueller hat versucht zu beweisen, dass Roger Stone ein Freund von Wladimir Putin und von Julian Assange von WikiLeaks ist. But he couldn't do it because Roger knows neither of them. Aber das war leider nicht möglich, denn Roger Stone kennt keinen von den beiden persönlich. So what was his crime? Was also ist sein Verbrechen, wofür er verhaftet wurde? He was accused of lying to the Congress. Man hat ihn beschuldigt, er habe den Kongress angelogen bei einer Anhörung. And so he was treated as a dangerous terrorist by the FBI. Deshalb hat ihn das FBI wie einen gefährlichen Terroristen behandelt. You can see on CNN this morning the footage of his arrest. Auf CNN hat man die Bilder seiner Verhaftung gezeigt heute früh. It was still dark when they pounded on his door and dragged him out of bed and took him to prison. Es war noch dunkel, als sie gegen seine Tür schlugen, ihn dann aus dem Bett rissen und ihn ins Gefängnis brachten. Charged with lying to the Congress. Eben mit der Anschuldigung, er habe den Kongress angelogen. If that's such a bad crime, why haven't the CIA agents who routinely lie to the Congress been rounded up and put in prison? Wenn das so schlimm, ein so schlimmes Verbrechen ist, weshalb hat man nicht diese CIA-Agenten, die beständig die Öffentlichkeit und das Parlament anlügen, weshalb hat man die nicht verhaftet? Why wasn't George Bush or Dick Cheney or Barack Obama or Hillary Clinton captured by the police in the middle of the night and taken to prison? Weshalb hat man Hillary Clinton, George Bush, Barack Obama und diese ganze Crowd nicht verhaftet, als die gelogen haben und dann am frühen Morgengrauen aus dem Bett gerissen? And that's why I say there's a war going on in the United States. Deshalb sage ich, dass es einen Krieg gibt in den USA. It's not a shooting war yet. Es ist noch kein Kampf, der mit Schusswaffen ausgebrochen wird. And hopefully it won't become that. Hoffentlich kommt es nie dazu. But
the desire to stop what Trump represents is so powerful among this elite Aber der Versuch, das zu stoppen, was Trump repräsentiert, der ist sehr mächtig. that there's no lie too big that they won't tell. Es gibt keine Lüge, die zu groß wäre, als dass sie sie nicht erzählen würden, um Trump zu Fall zu bringen. I'll just give you an example. Ich gebe euch ein Beispiel. One of the people who was arrested by Mueller, it was Trump's campaign manager, Paul Manafort. Paul Manafort, der Kampagnenmanager für den Wahlkampf von Trump, ist einer derjenigen, die verhaftet wurden. And a few weeks ago, the London Guardian ran a story saying that he went to visit Julian Assange at least 3 times. Vor einigen Wochen, vor 3 Wochen, hat der Guardian, ein britisches Magazin oder eine Zeitung, eine Geschichte am Laufen gehabt, dass dieser Manafort, den Julian Assange von WikiLeaks gesprochen hätte. If that were true, it might show that there was some collusion. Wenn das dann wirklich wahr wäre, dann könnte das zeigen, dass es irgendwelche Verbindungen zwischen den Russen, WikiLeaks und der Trump-Kampagne gegeben hätte. So when the story came out, every anti-Trump person was excited. We caught them. Als diese Story dann in die Öffentlichkeit kam, jubilierten alle, die gegen Trump sind und dachten, jetzt haben wir ihn. The next day it came out that there's no way he could have gone in to see Assange. Also dann kam am nächsten Tag nach dieser Zeitungsente heraus, dass es gar nicht möglich gewesen wäre, dass dieser Manafort Julian Assange getroffen hat. Because there are about 10 video cameras at the Ecuadorian embassy, which would have caught a picture of him going in. Julian Assange, muss man ja wissen, hat jetzt Zuflucht in der ecuadorianischen Botschaft und es gab dort zahlreiche Kameras, die ganz genau festgehalten hätten, wenn Paul Manafort, der ehemalige Kampagnenmanager von Donald Trump, dort reingegangen wäre. Aber es gibt keine Filmaufnahmen. So another lie in the media. Also eine weitere Medienlüge. But there was never even a correction. Aber man hat das auch gar nie berichtigt. What's being done is psychological warfare against the populations. Was hier vorgeht, das ist psychologische Kriegsführung gegen die Bevölkerung. Including here. Das läuft genauso auch hier ab in Europa. Look at France right now. Schaut euch mal Frankreich an. Macron thought he could get away with a tax on people for a completely phony cause. Präsident Macron in Frankreich dachte, er könne es sich leisten, eine Steuer zu verhängen, die völlig an den Haaren herbeigezogen ist, wo nichts dahinter steckt und das den Leuten in Frankreich aufs Auge drückt. By raising the price of gasoline, of petrol, he thought he would make enough money to fight the non-existent man-made climate change. Indem er eine Steuer auf das Benzin erhoben hat, glaubte er, könne er dann gegen diesen scheinbar vom Menschen gemachten Klimawandel ankämpfen. So how did the French people respond to that? Wie haben die Franzosen darauf reagiert? They put on yellow jackets and went out and protested. Sie haben die gelben Westen angezogen und haben sich gewehrt. One of them was asked, "Aren't you worried about climate change?" Einer dieser Protestierenden wurde gefragt, ja, sorgen Sie sich nicht um den Klimawandel? And he said, "Well, you say we're facing Armageddon. I can't make it to the end of the week with my paycheck." Und dieser Franzose sagte dann, ja, Sie erzählen mir hier was vom Ende der Welt und von der Apokalypse, aber ich schaffe es nicht mal bis zum Ende der Woche mit meinem Lohn. So Macron sent the police out to suppress the demonstrators. Also hat Macron die Polizisten rausgeschickt, um diese Protestierenden in Schach zu halten. And a large number of the policemen sided with the demonstrators. Und eine große Anzahl jener Polizisten hat sich solidarisiert mit den Protestierenden. And Macron's popularity is about as low as Angela Merkel's now. Und Macrons Popularität ist ungefähr so tief wie diejenige von Angela Merkel. So what did Macron and Merkel do? Was haben also Macron und Merkel getan? They went to Aachen last week to sign an agreement to increase the power of Brussels. Und die Folge davon war, dass sie nach Aachen gingen, um einen Vertrag zu unterschreiben, um die Zentralmacht der Brüsseler Bürokratie zu stärken. It almost makes you think that Macron and Merkel want to see Brussels fail.
Man hat fast den Eindruck, dass Macron und Merkel eigentlich das Scheitern von Brüssel in Kauf nehmen. Because the policies from Brussels are unpopular for most people in Europe. Denn die Politik, die von Brüssel ausgeht, ist für die meisten Menschen in Europa ist bei den meisten sehr unbeliebt. And the political parties that have embraced the European Union are collapsing. Und die politischen Parteien, die die Europäische Union sozusagen sich dem verschrieben haben, die sind daran zusammenzuklappen. In the last elections in Germany, the Christian Democrats had their lowest vote total since 1948. Seit 1984 hatten die Christdemokraten, also die CDU, nicht mehr so ein schlechtes Ergebnis bei den Wahlen. And the percentage for the Social Democrats was the lowest since the time of Bismarck. Und die Prozente, die die SPD gemacht hat, die sind so tief, wie sie seit der Zeit von Bismarck nicht mehr waren. And so what did they do? They said, let's do more of the same. Und was war also die Reaktion davon? Sie haben gesagt, ja, die Leute mögen das nicht, also machen wir noch mehr davon. It's a replay of what Hillary Clinton did with her presidential campaign. Es ist ungefähr dasselbe wie das, was Hillary Clinton in der Präsidentschaftskampagne gemacht hat. Americans are tired of war. Die Amerikaner haben den Krieg satt. We've been at war since 2001. Wir sind seit 2001 im beständigen Krieg. About $7 trillion has been spent on wars in the Middle East. Also ungefähr 7 Billionen Dollar wurden ausgegeben für Kriege im Mittleren Osten und Afghanistan etc. Money that didn't go to healthcare or education. Geld, das weder ins Gesundheitssystem noch ins Bildungssystem floss. Thousands of men and women in the armed forces have been killed. Tausende von Soldaten mussten ihr Leben lassen. And the more fighting we do, the more terrorists we create. Und je mehr wir kämpfen und Kriege anzetteln, desto mehr Terroristen schaffen wir damit. So one of the main points of Trump's campaign was we're going to end these wars. Einer der Hauptpunkte von Trumps Präsidentschaftskampagne war, dass sie eben diese Kriege beenden möchten. And he said one of the ways we'll do this is by working with the Russians. Und sie sagten sich, eine der Weisen, in der wir das tun möchten, ist mit den Russen zusammenzuarbeiten. And so what did the Democrats and the Republicans say about that? Was sagten also die Mainstream-Demokraten und Republikaner dazu? Trump is a puppet of Putin. Trump muss also eine Marionette von Putin sein. The Russians got him elected. Die Russen haben dafür gesorgt, dass er gewählt wird. And the fact that he wants to talk to Putin shows that he's a Russian agent. Und der Umstand, dass er mit Putin reden will, zeigt, dass er ein russischer Agent ist. So when Trump 2 months ago said we're going to pull US troops out of Syria, Als Trump also vor 2 Monaten gesagt hat, er möchte die Truppen aus Syrien abziehen, the Democrats and Republicans said, no, we must stay in Syria. die Republikaner und die Demokraten sagten dann beide einhellig, nein, wir müssen in Syrien bleiben. But many of the military people said, good, let's get out. Aber viele Leute, die im Militär sind, sagten, gut, machen wir uns da vom Acker. Then Trump said we're going to get out of Afghanistan. Dann sagte Trump, aus Afghanistan werden wir die Truppen auch abziehen. No, you can't do that. Nein, das können wir doch nicht machen. It will threaten America to leave Afghanistan. Das wird die USA bedrohen, wenn sie die Truppen dort abziehen. So you have the irony of people who are supposedly pro-peace supporting more wars. Man hat also die wirklich ironische Situation, dass Leute, die angeblich den Frieden unterstützen, jetzt sich voll hinter den Krieg hängen. They're being told if we leave Syria, if America leaves Syria, ISIS will become stronger. Man erzählt ihnen, dass wenn die Amerikaner die Truppen in Syrien abziehen, dass der IS dann stärker wird. You know why there's an ISIS? Weshalb gibt es überhaupt einen ISIS oder einen IS in Syrien? Because the United States invaded Iraq. Weil die Amerikaner den Irak angegriffen haben. And the Obama administration armed and trained the terrorists to overthrow Assad.
und weil die Obama-Administration damals die Terroristen, die Dschihadisten mit Waffen versorgt hat, um den Präsidenten von Syrien, Assad, aus dem Amt zu jagen. So the fight in the United States is, what is the truth? Es geht also in diesem Krieg in den USA darum, was ist eigentlich die Wahrheit? Who can you trust? Wem kann man trauen? Did the Russians really poison Sergei Skripal? Haben die Russen wirklich diesen Sergei Skripal in London vergiftet, wie die Engländer behaupten? Did the Russians support Syria's use of chemical weapons against the Syrian population? Haben die Russen die Verwendung von Nervengift unterstützt durch Assad, um die syrische Bevölkerung zu dezimieren? Did the Russians meddle in the US election? Haben sich die Russen in die amerikanische Wahl eingemischt? I will tell you there's no evidence that any of those things happened. Es gibt überhaupt keine Beweise, dass irgendetwas von diesen Sachen wirklich geschehen ist. In the Skripal case, the most likely perpetrator is the British Chemical Weapons Lab at Porton Downs. Also im Falle von Sergei Skripal ist der allerwahrscheinlichste Täter ein bestimmtes Labor in England, das, glaube ich, dem Geheimdienst gehört. Porton Downs, yeah. It's the Chemical Weapons Laboratory. Aha. Das Chemiewaffenlaboratorium in England hat wahrscheinlich dieses Gift bereitgestellt, wenn es sowas überhaupt gab. The Russians asked to see the chemical weapon so they could identify it, and they were denied the right. Die Russen haben danach verlangt, eben diese Chemikalien zu sehen, nicht? Von denen man annimmt, dass sie die Russen, die gegen diese Leute verwendet hätten. Und man hat ihnen nicht erlaubt, diese Samples, diese Proben, chemischen Proben anzuschauen. Isn't it enough that scientific genius, Theresa May, confirmed that it was the Russians that did it? Ist es denn nicht genug, dass die geniale Wissenschaftlerin Theresa May sagt, die Russen waren es? So we have these stories that are put out. Wir haben also diese Geschichten, die da herum erzählt werden. Now, we uncovered something several weeks ago which should be in all the newspapers in the world. Wir, die Nachrichtenorganisation IAA, hat vor einigen Wochen etwas enthüllt, das eigentlich in jeder großen Zeitung stehen sollte. The British Foreign Ministry is deploying psychological warfare experts in every British consulate in Europe. In jedem Konsulat in Europa sorgen die Briten dafür, dass dort ein paar Leute sind, die sich auskennen, wie man strategische Kriegsführung betreibt, wie man mit Informationen arbeitet, etc. It's called the Integrity Initiative. Man nennt das die Integritätsinitiative. And they go out and recruit what they call clusters of journalists and academics. Und wie sie das machen mit diesen Botschaften ist, sie schauen, dass sie sich eine Gruppe von Journalisten und Akademiker besorgen, die zusammenarbeiten mit ihren Leuten, die sie da in diesen Botschaften platziert haben. And their purpose is to put out the British line on what's happening. Und der Zweck des Ganzen ist, dass die offizielle Linie der Briten zu diesen ganzen Angelegenheiten die Öffentlichkeit erreicht, durch diese Journalisten und Akademiker. Just as an example, any political leader in Germany who questions whether Putin intends to invade Ukraine is called a Putin agent. Zum Beispiel wird jeder deutsche Politiker, der in Frage stellt, ob Putin wirklich die Absicht hat, die Ukraine zu übernehmen oder anzugreifen, jeder, der das sagt als Politiker, der wird sofort als Putin-Versteher hingestellt. They're even identifying certain words that they say only come from certified Russian agents. Es gibt sogar ein paar Stichworte, von denen sie behaupten, Leute, die sowas sagen, die diese Worte verwenden, das sind automatisch russische Agenten. If someone talks about colonialism or an oligarchy, you're a Putin agent. Falls man von Kolonisierung redet oder von der Oligarchie, wenn diese Worte verwendet werden als Politiker, dann stempelt man dich bereits als Putin-Agent ab. If you argue that Russia has legitimate national interests, you must be a Putin agent. Du musst auch ein russischer Agent sein, wenn du behauptest,
die Russen hätten legitime nationale Interessen, die sie verteidigen. And so we just found out that the day after Trump fired Comey as the FBI director in May 2017, Als im Mai 2017 Trump den CIA-Direktor Comey gefeuert hat, FBI-Direktor Comey gefeuert hat, and what was the conclusion? the FBI held a meeting to question whether Trump did it for Putin. Aha, dann hat das FBI eine Zusammenkunft, ein Meeting organisiert, um sich die Frage zu stellen, ob Trump diesen Mann entlassen hat auf Geheiß von Putin hin. In other words, the federal police of the United States were operating from the assumption that Trump was a Russian agent. Also man muss sich das mal vor Augen führen. Die Bundespolizei der USA hat unter der Annahme operiert, dass der eigene Präsident Trump als russischer Agent fungiert. When Trump met with Putin in Helsinki, Als Trump Putin in Helsinki traf and he did not disclose everything that they discussed, und als dann nicht alles öffentlich machte, was die beiden miteinander besprochen hatten, they said Trump is covering up that Putin was giving him his marching orders. da sagten sie dann, ja, Trump versucht zu verschleiern, dass Putin ihm eigentlich die Marschrichtung vorgegeben hat. Now, I've been writing an article every week on this so-called Russiagate. Ich habe jetzt in letzter Zeit jede Woche einen Artikel geschrieben über diese sogenannte Russiagate-Affäre. And so I could give you volumes of information of the lies and the frauds that have been presented in the US media against the president. Ich könnte Ihnen also ganze Wälzer von Informationen hier berichten über die Lügen, die verbreitet wurden, um den amerikanischen Präsidenten aus dem Amt zu jagen und falsch zu beschuldigen. But the bigger question is, why are they doing this? Aber die große Frage ist doch, weshalb tun sie das überhaupt? Why are they so driven to get rid of Donald Trump? Ja, weshalb haben sie sich derart in den Kopf gesetzt, dass Donald Trump weg muss? Now let me just tell you, I'm not a strong Trump supporter. Lassen Sie mich das mal aus dem Weg schaffen. Ich bin nicht per se ein starker Trump-Unterstützer. There's some things he says and does that I don't agree with. Es gibt einige Dinge, die er tut und sagt, mit denen ich nicht einverstanden bin. But I will defend him from the attacks against him and praise him for standing up against this corruption. Aber ich werde ihn gegen diese falschen Anschuldigungen verteidigen und ich werde hinter ihm stehen, wenn er diese Korruption offenlegt. No American president has ever stood up against the CIA and the FBI. Kein amerikanischer Präsident hat es bis jetzt gewagt, sich mit der CIA und dem FBI anzulegen. John Kennedy tried to, John F. Kennedy hat es versucht and he was killed. und er wurde ermordet. Reagan was to some extent fighting them, Reagan hat sich bis zu einem gewissen Grad mit ihnen angelegt and he took a bullet in the stomach. und man hat ihn in den Bauch geschossen. And George Bush then ran US foreign policy as vice president. Und dann hat George Bush, der Vater, die Außenpolitik der USA geleitet, als Reagan dann im Krankenhaus war, geschwächt war. Bush Jr. and Obama were virtual puppets of what they call the deep state. Der junge Bush, George W. und Obama, sie waren im Wesentlichen Marionetten des tiefen Staates. And they supported every free trade agreement, every attack on national sovereignty, and every regime change war that the war party came up with. Und sie haben jeden Regime Change, also jeden Wechsel einer Regierung, die den Amerikanern nicht in den Kram passt, unterstützt. Oder? Free trade Und agreements. jedes Freihandelsabkommen, the third thing was? Attacks on national sovereignty. Und sie haben auch unterstützt, wenn irgendwer die nationale Souveränität der USA in Frage gestellt hat, angegriffen hat. Also die waren beteiligt an all diesen Regime-Change-Umstürzen, an eben dem Abbau der nationalen Souveränität der USA. So when you look at this from the top, it begins to make sense why they're trying to get rid of Trump. Wenn man es von dieser Warte aus anschaut, dann macht es plötzlich Sinn, weshalb sie Trump loswerden möchten.
What does Trump mean when he talks about being a nationalist or supporting national sovereignty? Was meint Trump eigentlich, wenn er sagt, er sei ein Nationalist oder er wolle die nationale Souveränität unterstützen? When did becoming a nationalist be something that's bad? Seit wann ist es eigentlich so schlimm, wenn man ein Nationalist ist? What Trump is opposed to is turning the power to private financial interests and taking it away from the people. Wogegen sich Trump wehrt, ist, dass man die Macht den Leuten aus den Händen nimmt und sie irgendwelchen privaten Finanzdienstleistern, Finanzgesellschaften in die Hand gibt. The question is, what is good for a nation? Die Frage ist doch, was ist gut für ein Land, für eine Nation? Is the present free trade global agreement good for most people? Sind diese Freihandelsverträge, die es heute gibt, globale, sind die wirklich gut für die Menschen? There was just a report that said that 26 people have as much wealth as over half of the world's population. Es gab eben einen Bericht, der sagte, 26 Leute haben zusammen gleich viel Reichtum wie die Hälfte der Weltbevölkerung. Is that good for mankind? Ist das gut für die Menschheit? Why are people out in the streets in France? Weshalb sind die Leute auf der Straße in Frankreich? Why was there Brexit in Britain? Weshalb gab es einen Brexit in Großbritannien? Why are the political parties collapsing in Europe? Weshalb kollabieren alle traditionellen politischen Parteien in Europa? Because governments are not working for the people. Weil die Regierungen sich eben nicht für die Interessen der Menschen einsetzen. Governments are largely controlled right now by private financial interests from the City of London and Wall Street. Die Regierungen werden zur Hauptsache heute kontrolliert durch Privatinteressen, die zum Beispiel an der Börse, in der City of London operieren oder an der Wall Street. And to keep the Germans happy, they let the Germans think Frankfurt also. Und um die Deutschen ein bisschen zufriedenzustellen, machen sie glauben, dass Frankfurt auch noch ein bisschen Einfluss hat, die Börse dort. And then increasingly the power is going to Brussels. Aber zunehmend wird die ganze Macht nach Brüssel delegiert. So why is there a rebellion in Italy? Weshalb gibt es also auch in Italien einen Aufstand? The banks in Italy are collapsing. Weil die Banken in Italien am Kollabieren sind. Because the physical economy of Italy is contracting. Weil die physische Ökonomie, also die Produktion in Italien, zunehmend schrumpft. And the debt is growing. Und die Schulden steigen. Who controls the debt? Wer kontrolliert die Schulden? The Italian people? Die Italiener? No, they pay it. Nein, sie bezahlen dafür. When there were earthquakes in Italy, Als es Erdbeben in Italien gab and the government asked to spend more money to rebuild the power stations, und die Regierung hat danach verlangt, mehr Geld zur Verfügung zu haben, um die Kraftwerke wieder in Gang zu setzen, the European Union bureaucrats said no, that would be violation of the European Union Charter. sagten die Bürokraten in Brüssel, nein, das wäre eine Verletzung der europäischen Verträge und so weiter, das dürft ihr nicht. So now there's a government in Italy that doesn't listen to the EU anymore. Deshalb haben sie jetzt eine Regierung in Italien, die nicht mehr auf die EU hört. When a bank in Genoa recently went under, Als in Genua neulich eine Bank bankrott ging, and the European Union said you have to do a bail-in. In other words, take the deposits and the savings of the people at the bank to pay for the losses. und die Europäische Union hat gesagt, das müsst ihr ein Bail-in machen. Das heißt, ihr müsst all die Gelder, die die Leute auf die Bank gebracht haben, beschlagnahmen, um diese Bank zu retten, also die Spargelder. The Italian government said, no, we're not going to do that. Hat die italienische Regierung gesagt, das werden wir nicht machen. We're going to protect the savings and the deposits of the people. Wir werden die Einlagen und die Konti der Menschen, die Kunden bei dieser Bank sind, beschützen. And Macron lectured the Italians, you're not being very European. Und Macron hat dann die Italiener kritisiert und hat gesagt, ihr seid nicht sehr europäisch. And the Prime Minister of Italy, Conte, said, I think Trump understands something about Macron. Who said that? Conte, Oh, Prime Minister of Italy. der Premierminister von Italien sagte,
Trump obviously understands something about Macron that the French people are just learning. Okay, dass Trump etwas über diesen Macron begriffen hat, dass die Franzosen erst dabei sind herauszufinden. Das sagte der italienische Premier. When the European Parliament elections take place this spring, Wenn jetzt diesen Frühling die Wahlen fürs Europäische Parlament stattfinden, the probable majority will go to the so-called People's Party or the People's Party faction in the European Parliament. wird die Mehrheit der Stimmen an die sogenannten Volksparteien in Brüssel gehen. And there may be a Brexit-type referendum in Austria. Und es könnte sein, dass es eine Art Referendum wie das Brexit-Referendum auch in Österreich geben wird. That's why Macron and Merkel met last week in Aachen. Deshalb haben sich Macron und Merkel in Aachen getroffen. How can we stop the people from rebelling? Wie können wir die Menschen davon zurückhalten, zu rebellieren? How about recognizing that your policies don't work? Wie wäre es, wenn ihr mal einsehen würdet, dass eure Politik nicht funktioniert? By the way, did you see how the people, basically in the background, everyone was shouting and so on when they met? Also das war interessant zu sehen, nur eine kleine Zwischenbemerkung. Als Merkel und Macron sich getroffen haben, im Hintergrund war ein Riesengeschrei, Trillerpfeifen, die haben die ausgebuht. Ich habe noch nie zwei so einsame Menschen gesehen. Und da waren 3, 4 Leute rundherum, die hatten so ein festgefrorenes Lächeln. Nicht? Die haben für die Fassade gesorgt, aber hinten war die Hölle los. Es war 0 Rückhalt bei irgendwem. There were signs, Macron, go home and take Merkel with you. Ja, es gab Schilder, Macron, geh nach Hause und nimm Merkel mit. Now, let me just tell you the other thing that's going on that terrifies me. Aber lasst mich noch etwas erzählen, was auch gerade abläuft und was der Elite ebenso Angst macht. The financial system is a gigantic bubble overripe to crash. Das Finanzsystem ist eine riesige Blase, die jetzt nächstens eben mal platzen wird. There's more debt than could ever be paid back. Es gibt viel mehr ausstehende Schulden, als man je zurückzahlen könnte. And it's not just government debt. Es sind nicht nur Regierungsschulden. After 2008, the central banks gave trillions of dollars to speculators to keep the speculation going. Nach 2008, nach der Finanzkrise, haben die Zentralbanken den Spekulanten unzählige Summen zur Verfügung gestellt, dass die Spekulation eben weitergeht. If you were a producer, a factory manager, you couldn't get credit. Wenn du hingegen ein Hersteller warst, ein Fabrikbesitzer, war es dir unmöglich, von den Zentralbanken Geld zu kriegen. Nur die Spekulanten bekamen welches. But if you were buying and selling junk bonds, you had free money pouring into your account. Aber wenn sie wertlose Wertpapiere verkaufen und kaufen, kam gratis Geld von den Zentralbanken auf ihr Konto. It's like what happens if you give free heroin to a heroin addict. Es ist ungefähr das Gleiche, wie wenn man gratis Heroin für einen Heroinsüchtigen zur Verfügung stellt. The bankers took this free money and drove the stock market up and the debt bubble up. Diese Banker haben dieses Gratisgeld, also dieses Geld, das ohne Zinsen war, gerne genommen und sie haben diese Blase noch vergrößert an der Börse. And the apologists for them said, see, we have a recovery. Und die Leute, die das gut fanden, sagten, ja, seht euch an, jetzt haben wir eine Wirtschaftserholung. And if you're a billionaire speculator, you did have a recovery. Und wenn du natürlich ein Milliardär, Spekulant warst, dann hast du dich sehr schön erholen können mit diesem Gratisgeld. But if you work in an auto factory and you're trying to pay rent and put food on the table, there's no recovery. Wenn du hingegen in einem Autowerk gearbeitet hast und dafür sorgen musstest, dass Essen auf den Tisch kommt, dann gab es überhaupt keine Wirtschaftserholung für dich. And the present state of the debt bubble is precarious. It could blow at any time. Und die gegenwärtige Lage dieser Schuldenblase ist einfach unfassbar. Sie könnte jederzeit hochgehen. Now, at the same time this is happening, there's something totally new occurring in China. Und während all dies abläuft, passiert etwas ganz Neues drüben in China. China is doing what the United States did when it first became an industrial power. China macht heute das, was die USA gemacht haben, als sie zum ersten Mal zu einer Industriemacht wurden.
they're creating credit also, but they're giving it to people who produce something. Die schaffen auch Kredit, so wie das die Zentralbanken bei uns auch machen, aber sie geben dieses Geld der produzierenden Industrie, die etwas hervorbringen und nicht den Spekulanten. This was the model of America's first Treasury Secretary, Alexander Hamilton. Das war das Modell des ersten Finanzministers der USA namens Alexander Hamilton. You have a national credit policy that makes sure that any producer or entrepreneur or scientist can get credit to carry through their project. Also man stellt Kredit zur Verfügung, sodass Wissenschaftler, Unternehmer und Industrielle mit diesem Geld dann arbeiten können und etwas herstellen können damit. So they're borrowing money, but they're producing something that's more valuable than the money they borrow. Also die nehmen auch Geld auf, wie die Spekulanten, sie leihen sich dieses Geld aus, aber sie produzieren etwas, das von höherem Wert ist, einen Mehrwert bedeutet in Bezug auf das Geld, das sie aufgenommen haben, was bei den Spekulanten natürlich nicht der Fall ist. It's an increase in productivity that produces new wealth. Das ist ein Wachstum an Produktivität, das wiederum neuen Wohlstand hervorbringt. But not new wealth on paper or in a computer, but new wealth in the terms of production. Aber nicht nur neuen Wohlstand in Form von Zahlen, die irgend auf einem Papier stehen, wie das bei der Spekulation der Fall ist, sondern indem eben wirklich etwas Konkretes produziert und hervorgebracht wird. What sometimes is called the real economy. Was man normalerweise die Realwirtschaft nennt. This is what the German economic miracle did. Das ist genau das, was das deutsche Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg tat. And Japan after World War II. Und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg. And now China is doing that. Jetzt machen es die Chinesen. China is building railroads, fast railroads, power stations, bridges, infrastructure to improve productivity for the whole economy. Die Chinesen produzieren Bahnen, Bahnstrecken, Atomkraftwerke, andere Kraftwerke und bauen die Infrastruktur auf, um die ganze Industrie und die ganze Wirtschaft zu versorgen. And they've lifted 800 million Chinese out of poverty. Und sie haben es geschafft, 800 Millionen Chinesen aus der Armut emporzuheben. Now they're going to Africa and saying, let's try this model here. Und jetzt gehen sie nach Afrika und sagen, jetzt probieren wir das Gleiche hier auch. And the Africans are saying, please come in. Und die Afrikaner sagen, ja, komm bloß her. The Africans are very excited because the Chinese are hiring Africans and training them to build high-speed rail. Die Afrikaner sind sehr begeistert davon, dass sich die Chinesen dort breit machen, denn die Chinesen bringen afrikanische Arbeiter in diesen Fabriken und bei diesen Infrastrukturprojekten zur Wirkung. Also es werden afrikanische Arbeiter verwendet. We did the original report on this. Wir haben diesen ursprünglichen Bericht erstellt über diese Zusammenhänge. How this program can be a world program of development. Wie ein solches Programm ein Programm für die ganze Welt sein kann, um Entwicklung hervorzubringen. How did the Wall Street and City of London react? Wie haben die Wall Street und die Börse in London, die City of London, reagiert? We can't let this happen. Das darf auf keinen Fall geschehen, haben sie gesagt. This will end our speculative casino economy. Das wird unsere Casino-Ökonomie auf einen Schlag beenden. So we lie about China. Deshalb müssen wir die Leute in Bezug auf China belügen und ihnen Angst machen. We say the Chinese economy is slowing down and that's causing problems in Europe. Wir sagen den Leuten dann einfach, ja, die chinesische Wirtschaft, die verlangsamt sich jetzt und deshalb haben wir Probleme in Europa. Well, it's true, they're not getting 10% growth rates every year now. Ja klar, es war, sie haben keine 10% Wachstumsraten mehr. This year it'll be 6.8%. Dieses Jahr haben wir noch 6,8%. Germany will have 0.2% growth this year. Deutschland wird 0,2% Wirtschaftswachstum machen, damit man die Relation sieht. France and United Kingdom may be negative this year. Und Frankreich und England haben wahrscheinlich negative Wachstumsraten. And France and German banks and British banks are drowning in debt. Und die britischen, die französischen und die deutschen Banken, die ersaufen sozusagen in den Schulden. So why doesn't the media talk about the debt problem in the West instead of the debt problem in China? Weshalb
berichten unsere Medien denn nicht über unsere eigenen Schulden und die Probleme, die damit zusammenhängen, sondern über jene in China? China's debt is going into future production. Die Schulden, die die Chinesen haben, die werden verwendet, um zukünftig die Produktion anzukurbeln. In the West, it's like paying for your house mortgage with a credit card. Und im Westen ist es so, dass wir sozusagen mit einer Kreditkarte für unsere Hypothek bezahlen. You just increase the debt. Man schafft einfach noch mehr Schulden. So when China started working with Russia and India and Japan, Als China mit Indien, Japan und Russland zusammenzuarbeiten begann, Trump, the businessman, looked at that and said, we should be a part of that. da hat Trump, der Businessman, sich gesagt, da sollten wir auch dabei sein. Trump does not like speculators. Er mag die Spekulanten nicht. He also doesn't like the idea of going into debt to fight wars for no purpose. Er mag auch die Vorstellung nicht, dass man sich weiter verschuldet, um irgendeinen sinnlosen Krieg zu beginnen. So he went to China and said, can you help us with North Korea? Also ging er nach China und hat gesagt, könnt ihr uns da unterstützen im Zusammenhang mit Nordkorea? Now you have to understand, Trump is a New Yorker. Ihr müsst verstehen, dass Trump von New York kommt. And business in New York is not a polite sport. Und das Business in New York ist nicht gerade von Freundlichkeit geprägt. So he negotiates like a New York mafia businessman. Und deshalb verhandelt er wie ein New Yorker Mafioso. He said to Kim Jong-un, either denuclearize or we're going to make you a radioactive cinder. Und er sagte zu Kim Jong-un, entweder werdet ihr eure Atomwaffen los oder wir werden alles verseuchen. He insulted him, he called him Little Rocket Man. Er hat ihn beleidigt und hat ihn einen kleinen Raketenmann genannt. And Kim Jong-un said, well, we're going to blow up the United States. Und Kim Jong-un hat gesagt, wir werden die USA einäschern. And now they're best friends. Und jetzt sind sie gute Kumpels. Why? Weshalb? Because the Chinese went to the North Koreans and said, we'll help you build your economy if you stop this nuclear buildup. Weil die Chinesen zu Kim Jong-un gegangen sind, nach Nordkorea, und gesagt haben, wir helfen euch, eure Wirtschaft aufzubauen, wenn ihr mit diesem Nuklearunsinn aufhört. And so the media that was attacking Trump, saying he's going to get us into a war, Und die Medien, die Trump attackiert haben und wieder behauptet haben, ja, er wird uns da in einen Krieg verwickeln mit den Nordkoreanern. now they're saying he's making too many concessions. Jetzt sagen sie plötzlich, der macht ja viel zu viele Zugeständnisse, den Nordkoreanern. So he ends the wars in the Middle East, he takes away the nuclear threat from North Korea, and he's considered a national security threat. Also er beendet die Kriege im Nahen Osten und sorgt dafür, dass die Nordkoreaner abrüsten, aber er ist eine Bedrohung für die nationale Sicherheit in den USA. So then we look at Europe. What's the European Union approach to China? Dann schauen wir uns doch mal Europa an. Was hat die Europäische Union für einen Zugang zu China? They're playing unfairly. Sie spielen unfair. They're doing what we used to do. Sie machen genau das, was wir, die Amerikaner, früher gemacht haben. Before we became enlightened and realized you can make money out of speculation. Bevor wir so schlau wurden, dass wir realisiert haben, wir können eigentlich durch reine Spekulation Geld machen. So the Chinese are going to ruin our game. Also die Chinesen, die werden jetzt unser Spiel, das wir so schön aufgebaut haben, unser Spekulationsspiel, die werden uns da in die Suppe spucken. And if Trump gets a cooperative relationship with Putin, Und wenn Trump mit Putin zusammenarbeiten kann, then where are our defense budgets? dann was geschieht dann mit unserem Verteidigungsbudget? Das brauchen wir dann plötzlich nicht mehr. The U.S. defense budget this year officially is almost $800 billion. Offiziell ist das Verteidigungsbudget der USA fast 800 Milliarden $. The Chinese defense budget is somewhere around 50 to 60 billion. Das chinesische Verteidigungsbudget liegt zwischen 50 und 60 Milliarden. So who's doing a military buildup? Also wer rüstet hier jetzt eigentlich auf? Now what Trump is saying is he wants to talk with Putin and Xi to stop the arms buildups. Trump sagt, er möchte mit Putin und mit Xi Jinping reden, um diesen Rüstungswettlauf zu beenden. He said, let's put this money into fixing our countries. Und er sagt,
verwenden wir dieses Geld doch besser dafür, die Probleme in unserem eigenen Land zu lösen. That's what he means by being a nationalist. Das meint er damit, wenn er sagt, er sei ein Nationalist. We'll take care of our country. Wir werden uns um unser eigenes Land kümmern. You take care of your country. Und ihr kümmert euch um eures. Where we have agreements, we'll cooperate. Dort, wo wir gemeinsame Abmachungen haben, da werden wir zusammenarbeiten. And where we have disagreements, we'll talk. Und dort, wo wir Schwierigkeiten miteinander haben, da reden wir halt. Well, what's the danger in that? Wo ist da die Gefahr? The existing financial system is left out in the cold. Das derzeitige Finanzsystem kann dann so nicht mehr weiter funktionieren, wie es bis jetzt funktioniert hat. Now, just a few weeks ago, the House of Lords in Britain produced a report. Ja, vor einigen Wochen hat das House of Lords, also das Oberhaus in England, einen Bericht erstellt. And what it said is that we can probably survive one term of Trump. Die haben dann gesagt, wir könnten vielleicht eine Amtszeit von Trump überstehen. But the British-American special relationship cannot survive a second term. Aber diese spezielle Beziehung, die die Briten und die Amerikaner haben, die wird keine zweite Amtszeit von Trump überstehen. And what do they mean by the special relationship? Was meinen Sie eigentlich mit dieser Sonderbeziehung zwischen England und Amerika? City of London's global empire, Das globale Imperium der City of London, des Finanzplatzes London. backed by US military force. Und dieser Finanzplatz und die Interessen dieses Finanzplatzes, die werden unterstützt durch die amerikanische Armee. Also die amerikanische Armee ist der Muskel, der diesen Finanzplatz schützt. Now, in the last 6 months, Trump has fired 3 generals. In den letzten 6 Monaten hat Trump 3 Generäle gefeuert. Two chiefs of staff and then the defense secretary. Also 2 generalstabsführende Generäle und den Verteidigungsminister. And then he said, now we're going to get out of the wars. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt ziehen wir uns aus diesen Kriegen zurück. So we actually can see 2 completely different paradigms that are at war right now. Man sieht also, dass 2 komplett verschiedene Paradigmen miteinander im Konflikt stehen. We can see a China, Russia, India, Japan, Korea alliance for global economic development. Man sieht eine Kooperation von China, Russland, Indien und Korea, die gemeinsam zusammenarbeiten. And they're working with many of the countries in Asia and Africa. Und sie arbeiten mit vielen Ländern in Asien und Afrika zusammen. In Europe, we see the European Union, which says we don't want China, we don't want Russia. In Europa ist es so, dass die EU sagt, wir wollen mit den Chinesen und den Russen nichts zu tun haben. And Merkel is now saying, if Trump's the president, we don't want America either. Und Merkel sagt unterdessen schon, solange Trump Präsident ist, wollen wir mit den Amerikanern auch nichts zu schaffen haben. And we have Trump, who is orienting toward this new economic paradigm. Und Trump hat irgendwie seine Fühler ausgestreckt in Bezug auf dieses neue Wirtschaftsparadigma, das sich da in Asien herausbildet. And the defenders of the old paradigm are doing everything they can to impeach him. Und die Verteidiger dieses alten spekulativen Modells, sie unternehmen alles, um Trump jetzt seines Amtes zu entheben, ein Impeachment-Verfahren durchzuführen. And most of the major media in the US and Europe are owned by corporations that benefit from this neoconservative, neoliberal paradigm. Und die meisten Medien in Europa und in den USA, die gehören großen Konzernen, Medienkonzernen, die eben von diesem alten Paradigma der Spekulation und eben diesem Kriegsparadigma profitieren. Now what makes them even more desperate is that the whole story of Russiagate is collapsing. Und weshalb sie noch verzweifelter sind, ist, weil dieser Versuch, Trump diese Zusammenarbeit mit Russland anzuhängen, weil das alles immer mehr in sich zusammenfällt und immer mehr Leute begreifen, dass da nichts dran ist. There's just no evidence to prove it, Es because gibt it didn't einfach keine happen. Beweise dafür. That's why the arrest of my friend Roger Stone this morning was so important. Deshalb war die Verhaftung meines Freundes Roger Stone heute früh so wichtig.
because Mueller is trying to give hope to the forces out to get Trump. Don't worry, we'll still keep fighting till we get him. Denn Sonderermittler Müller versucht den Gegnern von Trump jetzt ein bisschen Hoffnung zu machen, weil die nicht besonders erfolgreich sind. Und ihnen zu sagen, macht euch keine Sorgen, wir kriegen schon noch ein paar Informationen, die wir denen anhängen können. Meanwhile, the US government is shut down. Und in der Zwischenzeit ist die amerikanische Regierung lahmgelegt. So this is a very, if you were a historian 50 years from now looking at this picture, Wenn Sie jetzt Historiker, Geschichtswissenschaftler wären und 50 years from the future? Or yeah, in the future, 50 years und looking in back, 50 Jahren zurückgucken, was hier gelaufen ist, you'd say, wow, what an amazing thing was going on. dann würden Sie sagen, was ist denn da für unglaubliches, ungeheuerliches geschehen? The whole of the West was in revolutionary ferment. Der ganze Westen war in einer Art revolutionärem Aufbegehren begriffen. And the supporters of the old imperial system Und die Unterstützer des alten imperialen Systems, were saying that they represent the new system of free trade. und die haben behauptet, also die Vertreter des alten Systems haben behauptet, wir verkörpern den neuen Weg in die Zukunft, den Freihandel. And to protect their system of free trade, they have to launch wars. Und um dieses Freihandelssystem zu bewahren, müssen sie beständig irgendwelche Kriege ansetzen. And that historian 50 years from now looking back at this Und dieser Historiker, der in 50 Jahren zurückschaut, is going to be looking at what you did to make sure we defeated the old empire. der wird sich dann fragen, was haben denn die Menschen, also was habt ihr gemacht, um eben dieses alte Imperium zu Fall zu bringen? Because ultimately, a system of national sovereignty only works if the people are involved in government. Und dieses System der nationalen Souveränität, für das wir stehen, das funktioniert nur, wenn die Leute sich in der Regierung engagieren, die einfachen Leute. I hear people all the time saying government's no good. Ich höre immer von den Leuten, dass sie sagen, ja, die Regierung ist nichts wert. Government grabs everything. Die Regierung, die verleiht sich alles ein. It's true, corrupt governments do that. Es ist wahr, korrupte Regierungen tun dies. How can they get away with it? Wie ist es möglich, dass sie damit durchkommen? Because the people don't fight it. Weil die Leute sich dagegen nicht wehren. Sometimes they take a few crumbs and they're happy. Manchmal begnügen sie sich mit den paar Brosamen, die vom Tisch fallen. Sometimes they get angry and they end up watching television or engaging in social media for 14 hours. Manchmal werden sie wütend und dann schauen sie einfach fern oder versinken in den sozialen Medien. For 14 hours a day. 14 Stunden täglich. But once in a while they say, now it's the time we must do something. Aber ab und zu sagen sie sich, also jetzt ist es endgültig Zeit, jetzt müssen wir was unternehmen. Friedrich Schiller, who our organization is named after, Friedrich Schiller, nachdem sich unsere Organisation benannt hat, wrote a beautiful play about Switzerland called Wilhelm Tell. schrieb ein sehr schönes Theaterstück über die Schweiz, das Wilhelm Tell heißt. And the punctum saliens, the turning point of that drama, Und der Wendepunkt des Dramas is when they take an oath and they say, there is a limit to the tyrant's power. es ist der Moment, da sie alle einen Schwur leisten und sagen, es gibt eine Grenze für die Tyrannei dieses Diktators. When the people reach up to the stars and act beyond their stature, beyond who they Wenn are. die Leute nach den Sternen greifen und über das hinausgehen, was sie in ihrem alltäglichen Leben sonst sind. So our historian 50 years from now will be looking back at this moment Der Historiker in 50 Jahren wird also zurückschauen to see what you did confronted by this war. und wird sich fragen, was habt ihr gemacht angesichts dieser kriegsähnlichen Zustände? And it's a little hard to know what to do because in a real war you're shooting at somebody. Es ist etwas schwierig diesmal zu wissen, was zu tun ist. Im richtigen Krieg, da schießen sie aufeinander. Das ist relativ simpel. The issue in this war is, can we wake up our fellow citizens to understand they can do something to bring about change? Bei diesem Krieg geht es jedoch mehr darum, unsere Mitbürger aufzuwecken und ihnen klarzumachen, dass sie ermächtigt sind, eben etwas zu tun, dass sie etwas tun können. So I want to conclude my remarks by throwing out a challenge to you. Deshalb möchte ich meinen
Vortrag damit beenden, euch etwas herauszufordern. I know that you're a very active group here, Ich weiß, dass ihr sehr aktiv seid. and you talk to people all the time. Ihr redet immer mit Leuten. Your group has to grow. Eure Gruppe muss größer werden. There are some specific things you can do. Es gibt ganz bestimmte Dinge, die ihr machen könnt. First, make sure Switzerland doesn't go into the European Union. Stellt zuerst einmal sicher, dass die Schweiz nicht in die EU mitgeht. The president made an interesting statement in Davos. Präsident Larouche hat in Davos ein sehr wichtiges Statement abgegeben. He had just met with the Chinese vice prime minister. Er hatte den chinesischen Vizepremier getroffen. And I don't know, did you read this in the paper? He said, we like what China's doing. Uli Maurer sagte, wir mögen, was die Chinesen machen. There's a lot of potential for Swiss business in China and Chinese business here. Es gibt viel Potenzial für Schweizer Firmen in China und für chinesische Firmen hier. He said, unfortunately, the European Union doesn't see it that way. Leider sieht es die Europäische Union nicht so. But fortunately, we're not governed by the European Union. Aber glücklicherweise werden wir ja nicht von der Europäischen Union regiert. Did you know that your president said that? That was pretty good. Ja. Now, we have to educate people about this new paradigm. Wir müssen die Leute aufklären über dieses neue Paradigma, diese neue Art, die Welt zu sehen. Because the new paradigm is based on old, tested principles. Denn dieses neue Paradigma, von dem wir reden, der nationalen Souveränität und der Zusammenarbeit, die beruht eigentlich auf ganz alten Prinzipien. Wealth must be earned Wohlstand muss verdient werden, by producing something, indem man etwas produziert. not producing floods of paper money. Nicht indem man eine Sintflut von Papiergeld druckt. Also, wealth comes from educating the youth. Und der Wohlstand kommt auch davon, dass man die jungen Menschen bildet. The Chinese are turning out more scientists than exist in the rest of the world. Die Chinesen bringen mehr Wissenschaftler hervor, als in der ganzen restlichen Welt existiert. There are more pianos sold in China today than in the rest of the world combined. Es werden zum Beispiel mehr Klaviere in China verkauft, als im ganzen Rest der Welt zusammen. There's a discovery of Johann Sebastian Bach and Mozart in China. Die Chinesen entdecken gerade Bach und Mozart. While in the West, they're dancing or whatever to Cardi B. Im Westen tanzen sie oder was immer sie machen zu Cardi B. I don't know if you know Cardi B, but if you don't look around. Ja, das ist so ein Hupfdohle, irgendwie so. So to our historian 50 years from now, Also, unser Historiker in 50 Jahren, we have a responsibility to the future. wir haben eine Verantwortung für die Zukunft. We have to win this fight. Wir müssen diesen Kampf gewinnen. Get back to old principles in a new way. Wir müssen zu diesen alten Prinzipien, die wirklich funktionieren, zurückkehren auf eine neue, angepasste Art. And the most important thing is to inspire your friends and your family to realize things can be better. Und das Allerwichtigste ist, dass ihr eure Freunde und eure Familie inspiriert mit dem Glauben, dass die Dinge anders und besser sein können, als sie jetzt sind. We are not doomed to have leaders like Macron, Merkel and Barack Obama. Wir sind nicht dazu verdammt, politische Führer zu haben, die so sind wie Macron, Merkel oder Obama. Now, finish with one final point. Ich mache noch einen letzten Punkt. You know what the Chinese did last week? Was haben die Chinesen letzte Woche gemacht? They grew a cotton seed on the far side of the moon. Sie haben auf der entgegengesetzten Seite des Mondes einen Baumwollsamen gepflanzt. Und Mankind had never had a successful landing on the far side of the moon. Die Menschheit hat noch nie eine erfolgreiche Landung auf der anderen Seite des Mondes durchgeführt. The Chinese just did. Die Chinesen haben es gerade eben vorgemacht. And a few little cotton seeds bloomed for a couple of days. Und ein paar kleine Baumwollsamen, die haben ein paar Tage gesprießt. And the scientists in the United States in NASA, Und die Wissenschaftler in den USA und bei der NASA, who have been told they're not allowed to talk to the Chinese,
denen man gesagt hat, ihr dürft nicht mit den Chinesen reden, called the Chinese. haben sie angerufen And they said, we want to work with you. und haben gesagt, hey, wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Because there's something in the human spirit that goes above the corruption that we tolerate day to day. Denn es gibt etwas im menschlichen Geist, das über die Korruption hinausgeht, die wir Tag für Tag einfach so schlucken. And it's our job to bring that out. Und das ist unsere Aufgabe, diese Qualität an die Oberfläche zu bringen. So, thank you for listening, and I hope you can have time for questions.